Hallo, heute wollen wir uns mit dem Thema Firmengründung in Montenegro auseinandersetzen. Montenegro, ein tolles Land an der Adriaküste, super Wetter, große Gastfreundschaft, ein richtig klasse Land, was natürlich an Beliebtheit zugewonnen hat im Zuge der Pandemie, als viele Deutsche sich gesagt haben, ich muss hier weg, ich habe keine Lust, mich mit Corona auseinanderzusetzen, mit der Maskenpflicht, mit der Impfpflicht. Das Land ist auch außerhalb der EU und daher auch aus verschiedenen Gesichtspunkten interessant für Unternehmensgründungen. Sebastian, führ uns doch einfach mal ein bisschen in das Land ein. Genau, also Montenegro liegt an der Adria, ist Teil des ehemaligen Jugoslawiens, ist natürlich ein kleines Land, ja, 600.000 Einwohner. Wenn man sich die Größe anschaut, ungefähr so groß wie Zypern oder ein Drittel der Schweiz, ja, also tatsächlich ein sehr kleines Land. Von der Nationalität und von der Sprache wird hauptsächlich eigentlich Bosnisch gesprochen und dann natürlich auch Kroatisch und die anderen Sprachen da. Montenegro ist ein EU-Beitrittskandidat, ist sehr leidenschaftlich hinsichtlich der EU, möchte unbedingt dort Mitglied werden. Es gibt verschiedene Einschätzungen, wie lange das jetzt noch entfernt sein könnte. Manche sagen 3 Jahre, manche sagen 5 Jahre, andere sagen 10 Jahre. Tatsächlich ist es so, dass die Politik dort Anstrengungen macht, hier laufend Änderungen einzuführen, die sie letztlich EU-würdig machen. Änderungen am Steuersystem sollte man als Beispiel erwähnen. Die politische Situation ist eigentlich dort stabil. Es ist eine Demokratie. Selbstverständlich, wie in vielen solchen, sage ich jetzt mal, sich entwickelnden Ländern im Osten Europas gibt es Probleme, zum Teil mit Korruption und solche Dinge. Die behördlichen Prozesse sind nicht sehr effizient, müssen neu organisiert werden. Also das nimmt natürlich jetzt alles hier in Kauf, das ist ja ganz klar. Ja. Aber man befindet sich auf dem Weg nach vorne und möchte hier eben unbedingt EU-Mitglied werden, ist deswegen motiviert, in diesem Land die entsprechenden Defizite zu beseitigen. Danke, Sebastian. Erzähl uns jetzt doch mal so ein bisschen, was muss man denn beachten, wenn es um Unternehmensgründungen in Montenegro geht? Ja, zunächst müsste man mal hier natürlich die verschiedenen Unternehmensformen beachten. Und da gibt es natürlich jetzt wie in jedem Land auch wieder etliche. Wir konzentrieren uns natürlich hier auf die wichtigsten. Zum einen mal gibt es die sogenannte LLC, die Limited Liability Company, hat jetzt weniger was mit der amerikanischen LLC zu tun, sondern eigentlich eher so wie die, würde man sagen, vielleicht die GmbH. Da gibt es natürlich auch noch AG und es gibt auch noch Kommanditgesellschaften und so, aber das würde ich jetzt einfach alles mal davor lassen. Also wie gesagt, es gibt die LLC, das ist der am weitesten verbreitetste Gesellschaftstyp. Was wir auch noch hier besprechen sollten, ist einfach die sogenannte Solo Entrepreneurship. Damit meint man jetzt also eine Einzelfirma, die man natürlich auch in Montenegro anmelden kann. Das kann aus steuerlichen Gründen interessant sein, da kommen wir gleich noch drauf. Und wie kompliziert ist das denn? Muss ich vor Ort sein? Wie lange dauert der Prozess? Was muss ich da für Papiere mitbringen? Ja, also wie vielfach in Osteuropa ist es ja doch eher so an das deutsche System angelehnt, ja, wo man zum Notar geht, unterschreiben muss und dann muss man dieses machen und jenes machen. Also es ist doch eine gewisse Rennerei. Man sollte also meiner Meinung nach auf jeden Fall vor Ort sein. Die Gründung ist dann eigentlich schnell gemacht, aber es ist doch vor Ort letztlich tatsächlich am einfachsten, auch wenn es natürlich nicht hundertprozentig notwendig ist. Man kann natürlich über notariell-beglaubigte Vollmachten alles erledigen, aber aus meiner Sicht am einfachsten vor Ort zu sein. Jetzt ein Thema, was immer wieder zu Träumen oder Albträumen führt, ist die Kontoeröffnung in so einem Land wie Montenegro. Erzähl uns ein bisschen zu dem Prozess. Also in Montenegro gibt es natürlich einige Banken, zum Teil auch Niederlassungen europäischer Banken oder ich sage jetzt mal westlicher Banken, sagen wir es mal so, zum Beispiel gerade aus Österreich. Dort kann man also vor Ort dann für die in Montenegro gegründete Firma sicherlich ein Konto eröffnen. Danke, Sebastian. Wie sieht es denn mit der steuerlichen Belastung aus, sowohl für ein Unternehmen als auch für natürliche Personen? Also wie natürlich die meisten Länder kennt Montenegro eine Körperschaftssteuer für Körperschaften. Diese beläuft sich auf 9-15% in Abhängigkeit vom Gewinn. Also die ersten 100.000 Euro Gewinn werden mit 9% versteuert.
dann geht die Steuer auf 12% hoch und alles über 1,5 Millionen Euro wird mit 15% besteuert. Die natürliche Person in Montenegro bezahlt 15% Steuern. Dazu kommt dann nochmal eine lokale Gemeindesteuer, die ist aber sehr gering. Ja, natürlich diese Einkommensteuern würden dann auch nur fällig werden, wenn man in Montenegro wohnt. Aber dann ist ja meistens auch eigentlich hier die Firmengründung überhaupt nur relevant. Jetzt ist es so, dass Montenegro so eine Art Flat-Tax-System hat. Das heißt, im Grunde genommen werden alle Einkunftsarten mit 15% besteuert. Lebe ich also in Montenegro, betreibe so eine Gesellschaft und betreibe die letztlich so, dass ich die Gewinne zunächst in der Gesellschaft versteuere und mir dann als Dividende ausschütten lasse, bezahle ich also zunächst die 9% in der Gesellschaft und bezahle dann nochmal 15% Steuern auf die Ausschüttung. Dann hat man also einen Steuersatz, sagen wir mal, von so rund 23%, vielleicht ein bisschen weniger, weil man natürlich die Dividendensteuer nur auf den tatsächlich ausgeschütteten Gewinn bezahlt. Ich kann natürlich daher auch sagen, dass ich als Solo-Entrepreneur hier tätig bin. Also das heißt ganz einfach als Einzelfirma. Dann hätte ich eben nur die 15% Steuer zu bezahlen. Hinzu kommen dann natürlich noch Sozialbeiträge, wobei die sind jetzt bei Selbstständigen gekappt bei ungefähr 300 Euro im Monat, also nicht sehr viel. Ich könnte mir natürlich alternativ auch sagen, ich lasse mich bei der Gesellschaft anstellen als Geschäftsführer, zahle mir den gesamten Gewinn als Geschäftsführergehalt aus. Das geht ja dann in die Betriebsausgaben der Gesellschaft herein. Sie erwirtschaftet keinen Gewinn. Ich zahle 15% Einkommensteuer. Dann sind allerdings die Sozialabgaben nicht gekappt und man muss dann mit deutlich höheren Sozialabgaben als diese 300 Euro pro Monat rechnen. Ja? Also das heißt, es gibt eben diese 3 Modelle. Also erstes Modell, Gesellschaft, versteuert den gesamten Gewinn, schüttet mir alles als Dividende aus. Ich bin Gewerbetreibender oder aber bin als Geschäftsführer bei der Gesellschaft angestellt. Und was dann das Beste ist, hängt so ein bisschen natürlich auch ab von der Höhe der Einkünfte, was mir selbst wichtig ist, ob ich sozialversicherungspflichtig angestellt sein will oder nicht. Man sollte auch noch erwähnen, dass es in Montenegro bestimmte Regionen gibt. Da kann man letztlich bis zu 200.000 Euro steuerfrei an Gewinn als Körperschaft vereinnahmen. Das ist letztlich ein Incentive. Das ist eine entwicklungsschwache Region. Dazu müsste man sich dann im Detail informieren, wenn man dort dann eben die Gesellschaft zum Beispiel domizilieren möchte. Dann würde man diese 9-15% Körperschaftssteuer sparen, von der wir vorhin gesprochen haben. Eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss, wenn man die Gesellschaft gründet, anders als in Ländern wie Malta oder England oder Irland, darf die Gesellschaft keine sogenannte Interim Dividend ausschütten. Das heißt keine unterjährige Dividende. Dividenden sind eben nur erlaubt nach Abschluss des Jahresabschlusses. Und dann kann eine Dividende dann erklärt werden. Natürlich hier gibt es Lösungen, also möglicherweise können hier dann entsprechend Darlehen von der Gesellschaft vergeben werden, die dann später durch Dividenden zurückgezahlt werden. Das muss man sich aber dann genau anschauen, mit einem Steuerberater oder Anwalt lokal besprechen. Da ist also durchaus hier ein gewisser Mangel an Flexibilität eben doch vorhanden, dessen man sich bewusst sein muss. Und jetzt natürlich die große Frage, für welche Ausländer macht denn die Firmengründung in Montenegro Sinn? Also aus meiner Sicht macht die Firmengründung eigentlich nur Sinn, wenn man tatsächlich nach Montenegro ziehen möchte oder wenn man dort investieren möchte. Also wenn ich dort ein Hotel eröffnen möchte oder ich möchte dort eine Fabrik oder sowas eröffnen und von niedrigen Lohnkosten dort profitieren, dann macht die Firmengründung dort Sinn. Wie sieht es denn aus für unsere digitalen Nomaden? Macht es Sinn für Sie, dort eine Firma zu gründen und von dort aus Rechnungen an Ihre Kunden zu stellen? Nein, also aus meiner Sicht macht das für digitale Nomaden keinen Sinn, dort eine Gesellschaft zu gründen
Also wie gesagt, die Gesellschaft ist ja außerhalb der EU und dann habe ich dann auch Konten nur vor Ort in Montenegro. Die Kontoeröffnung außerhalb von Montenegro ist schwierig. Also ich habe kein großes Maß an Flexibilität. Ich weiß nicht, wie gut die Gesellschaft bei den Kunden jetzt tatsächlich anerkannt ist. Und wie gesagt, ich habe auch keine wirklichen steuerlichen Vorteile. Also daher würde ich sagen, die Gesellschaft in Montenegro jetzt für digitale Nomaden ist eigentlich nicht geeignet. Und dann zu guter Letzt, was macht man denn, wenn man als Deutscher oder als Ansässiger in einem anderen Hochsteuerland sagt, ich will Steuern sparen und ich gründe zu dem Zweck eine Firma in Montenegro, ich bleibe aber weiterhin in Deutschland leben. Macht das Sinn? Genau, also es gibt ja immer wieder so diesen Mythos, dass ich so sagen kann, ja, ich wohne jetzt in einem Land wie Deutschland, dann gründe ich einfach irgendeine Firma in irgendeinem Niedrigsteuerland. Die Schweiz war ja ganz populär oder vielleicht eine amerikanische LLC oder sonst irgendwas. Oder mein Nachbar ist nach Montenegro umgezogen während der Pandemie und hat mir gesagt, dass er noch ganz wenig Steuern bezahlt. Also diese Aussagen muss man alle mit großer Vorsicht genießen. Ja, grundsätzlich ist es nicht möglich, in Deutschland zu leben und dort eine Gesellschaft, ein Niedrigsteuerland zu betreiben. Das ist nicht legal, beziehungsweise nur dann legal, wenn ich eben dort tatsächlich einen Betrieb aufbaue mit Mitarbeitern, mit Geschäftsführer, alles Leute, die dort natürlich dann mit Gehältern bezahlt werden müssen, wenn ich da tatsächlich was fabriziere. Aber für jemanden, der sagt, ich bleibe jetzt einfach in Deutschland, gründe eine Firma und schreibe dann Rechnung mit Firma in Montenegro, das würde nicht funktionieren. Ganz davon abgesehen ist Montenegro, wie wir ja gesehen haben, steuerlich auch gar nicht so attraktiv, dass ein solches Land in Frage kommen würde. Also egal, was du da gehört hast von irgendjemand, lass die Finger davon, das bringt nichts. Wenn du Steuern sparen willst, dann musst du ins Ausland umziehen, ins steuergünstige Ausland. Dort können wir dabei helfen. Das machen wir seit vielen Jahren, Mandanten zu helfen, ins steuergünstige Ausland umzuziehen. Dann würde man auch dann im Ausland eine Firma gründen, wahrscheinlich auch nicht in Montenegro, aber in irgendeinem attraktiven Land. Und dann kannst du tatsächlich legal Steuern sparen. Aber Hände weg von solchen Modellen, solange du in Deutschland oder in einem ähnlichen Land lebst. Das ist doch mal eine ganz klare Ansage. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Bis bald. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.